Neue Folge Fragenfreitag. Heutiges Thema, die Berufung finden und einfach mal machen. Und ich nehme dir das Video jetzt hier gerade am 22.02.2022 auf. Das heißt, die Glücksenergie ist aber mal ganz anders am Start. Genau diese Glücksenergie lasse ich jetzt einfach von mir durch das Mikro über die Kamera genau zu dir rüberfließen und freue mich einfach mit dir zusammen heute in diese Folge Fragenfreitag einzutauchen und die Energie fließen zu lassen. Deswegen lass uns gerne direkt reingehen und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Vielen, vielen Dank. Und ich nehme mir am Anfang des Videos wieder kurz Zeit, um dir von Herzen zu danken, dass du diese Episode heute wieder möglich gemacht hast, dass du mir deine Frage hast zukommen lassen, dass du hier wöchentlich am Start bist, das Format Fragenfreitag so feierst und hier mit mir den persönlichen Austausch förderst, deinen Fragen, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Themen, die dich gerade beschäftigen. Schreib mir das hier in die Kommentare und lass uns so weiterhin zusammen wachsen. Ich freue mich wirklich sehr auf deine Frage. Also, wir starten heute in das Thema rein und zwar mit der ersten Frage, nämlich Tipps zum Überwinden, frei vor der Kamera zu sprechen, so wie du. Maschine. Also, das ist die heutige Frage. Okay, machen. Da sind wir direkt beim ersten Thema des heutigen Tages und zwar einfach machen. Natürlich irgendwie so ein Klassiker-Tipp, ne? Ja, wenn du irgendwie Angst vor irgendwas hast, wenn du dich aus deiner Komfortzone rausbegeben musst, dann mach die Dinge einfach. Ja, es ist so. Und einfach mal raus aus der Komfortzone zu gehen, ja, hier den Mikrofonständer quasi zur Seite zu stellen und einfach das zu machen. Einfach in die Kamera reinzusprechen. Ja, mach das erstmal für dich. Wenn du Angst davor hast, einfach so in die Kamera zu sprechen, wie wir das jetzt hier gerade zusammen machen, dann nimm dir vielleicht dein Handy, deine Kamera oder stell das einfach mal auf und mach's erstmal nur für dich. Du musst das gar nicht irgendwo posten. Ja, das ist ja nicht, dass du direkt irgendwie einen Livestream zündest oder so, sondern du stellst die Kamera auf und machst das erstmal wirklich nur für dich. Und dann schaust du mal, wie sich das anfühlt. Ja, ob du dich gerade noch so ein bisschen unwohl damit fühlst, was du sehr wahrscheinlich tun wirst, weil das ist ganz normal, dass du dich am Anfang erstmal unwohl damit fühlst oder dass das erstmal ein komisches Gefühl ist, einfach so in die Kamera reinzusprechen. Ja, weil sonst ist ja irgendwie eine andere Person da oder wir unterhalten uns irgendwie am Telefon oder FaceTime, aber da siehst du ja jemand anderen. Und so sprichst du ja quasi mit einer Kameralinse. Wenn du dich einfach überwindest und das einfach mal machst, dann fühlt sich das mit der Zeit verdammt gut an, weil du dich der Herausforderung gestellt hast und dir dann im Nachhinein gedacht hast, boah, das war jetzt richtig geil. Du hast jetzt mich und meine Instagram-Story irgendwie als Beispiel genommen und ich kann dir auf jeden Fall versichern, dass das bei mir am Anfang auch so war und zwischendurch auch immer noch so ist. Natürlich irgendwie komisch ist, seine eigene Insta-Story zu gucken oder dass es komisch ist, seine eigene Podcast-Folge zu hören oder ein eigenes YouTube-Video zu gucken. Das ist am Anfang erstmal komisch und das ist ganz normal. Alles, was irgendwie erstmal neu ist, das ist erstmal komisch auf den ersten Eindruck. Aber wenn du dich dann daran gewöhnst und dich nach und nach irgendwie da reinfindest, dich damit wohlfühlst, dann macht Spaß. Dann macht Spaß. Und vor allem, du hast ja einen Grund, nehme ich an, warum du damit nach draußen gehen möchtest. Deine Message, deine Botschaft, die dahinter ist. Und die ist ja viel, viel stärker als deine eigentliche Angst, dich nicht überwinden zu können. Fang einfach erstmal an. Probier Sachen aus, ja, stell die Kamera auf, stell vielleicht ein Licht dazu, experimentier ein bisschen mit dem Ton rum, mit dem Bild, welcher Winkel, wo du dich wohlfühlst. Experimentier damit so ein bisschen rum, dann probier Sachen aus, pass irgendwas wieder an, probier's wieder aus und spiel damit so ein bisschen. Hab Spaß dabei, hab Spaß an diesem Prozess, an dieser Entwicklung, die du selber damit durchmachst. Nicht nur in deinen filmtechnischen Skills, sondern eben auch mental, auch persönlich. Was das so mit dir macht und wie du dich da dann auch weiterentwickelst. Das ist nämlich genau das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Du wirst nach und nach immer besser damit und fühlst dich auch immer wohler damit. Am Anfang ist dieser erste Schritt, der einfach super, super schwierig ist und der kostet extrem viel Überwindung. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Genau diesen Schritt zu gehen und Dinge einfach mal zu machen, das ist genau der Unterschied. Aus diesem einfach mal machen, da entstehen die schönsten Dinge. Die schönsten Erlebnisse, die schönsten Erfahrungen, die dir verwehrt bleiben, wenn du dir selbst nicht erlaubst, die Dinge einfach mal zu machen. Deswegen mach's einfach und einfach mal darauf, was irgendwelche anderen Leute darüber denken könnten oder was immer wer auch sonst möglicherweise darüber sagen könnte. Mach's für dich und mach's für die Leute, die du mit deiner Message erreichen kannst. Das ist dein Antrieb, das ist deine Motivation. Deswegen mach's einfach. Jetzt. Los. Nächste Frage. Ich finde das irgendwie ganz geil hier mit dem Mikro ohne Ständer. Ist ganz entspannt. Ich fühle mich wie bei so einer Stand-up-Comedy-Show. Wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar mal eine schwere Frage.
Wie finde ich meine Berufung, wenn ich absolut null Plan habe? Okay, wir gehen direkt in die Frage rein. Was mache ich, wenn ich meine Berufung finden möchte, aber wirklich gar keine Ahnung habe, was ich wirklich machen soll oder was ich machen möchte? Und das ist genau deine Frage. Was machst du gerne? Wobei hast du Spaß? Welche Aktivitäten, welche Tätigkeiten machen dir Spaß? Welche Dinge erfüllen dich richtig? Wobei vergisst du die Zeit? Du kennst das bestimmt. Du arbeitest daran irgendwie, du zeichnest oder du bist beim Sport oder du schneidest irgendwie eine Podcast-Folge, ein Video oder du schreibst irgendwas auf und du bist einfach voll in diesem Tunnel. Du bist richtig in diesem Film drin und bekommst gar nichts irgendwie von außen mit, ob es gerade regnet oder ob die Sonne scheint oder du vergisst dann auf einmal was zu trinken, vergisst zu essen, weil du so in diesem Modus bist, dass dich das Thema richtig fesselt. Das ist dieser Flow-Zustand und frag dich mal, bei welchen Tätigkeiten du das hast, bei welchen Aktivitäten du einfach komplett die Zeit vergisst oder worüber sprichst du mit Freunden, mit Freundinnen, wenn ihr euch abends irgendwie trefft euch in irgendeiner Bar oder trefft euch einfach abends, setzt zusammen beim Abendessen oder tagsüber auf ein Käffchen, auf einen Tee, was auch immer. Ihr sprecht einfach in der Runde oder einfach nur zu zweit über ein bestimmtes Thema. Worüber sprichst du? Und dann schreib dir einfach gerne mal eine Liste. Schreib dir einfach mal eine Liste mit genau diesen Dingen. Ja, was du gerne machst, woran du Spaß hast, wobei du die Zeit vergisst, worüber du dich mit Freundinnen oder Freunden unterhältst. Und dann probierst du Sachen einfach aus. Das ist genau wie mit dem Denkanstoß davor. Deswegen habe ich die beiden heute so ein bisschen in Kombination genommen und jetzt wird mir das gerade erst richtig klar, warum. Probier Sachen einfach aus. Du machst dir vorher Gedanken darüber und dann arbeitest du quasi Punkt für Punkt die Sachen ab, die du dir aufgeschrieben hast, wo du glaubst, dass dir das Spaß machen würde. Dann probierst du es aus und dann testest du für dich, macht mir das wirklich Spaß? Nach ein paar Monaten habe ich da immer noch so viel Freude dran. Falls ja, sehr gut, mach weiter. Falls nein, probier was anderes aus. Du hast ja noch ein paar Punkte, die du abarbeiten kannst. Und so gehst du Schritt für Schritt durch. Ja, was dir auch nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren immer noch weiter Spaß macht, wo du immer wieder neue Impulse, immer wieder neue Inspirationen bekommen kannst. Und das Spannende ist, das ist bei uns allen irgendwie unterschiedlich, aber auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwo gleich. Und dann fragst du dich, wie kannst du Menschen damit helfen, mit deiner Leidenschaft, mit dem, was du gerne machst? Wie kannst du jemandem zeigen, wie er oder sie genau das lernen kann, was du liebst? Oder wie kannst du Menschen 1:1 auf ihrer Reise begleiten? Wie kannst du sie dabei unterstützen? Die helfende Hand vielleicht sein? Wie kannst du dabei helfen mit der Sache, die du wirklich richtig gerne machst? Und dann überleg dir, wie du deine Leidenschaft leben kannst und andere Menschen dabei helfen kannst, ihre zu finden und ihre Leidenschaft zu leben. Und bei diesem Prozess verlass dich auf deine innere Stimme. Eigentlich weißt du immer ganz genau, was jetzt gerade richtig für dich ist. Unsere Aufgabe ist es, da wieder näher hinzuhören. Wieder zu lernen, auf unsere innere Stimme zu hören, die erstmal überhaupt wahrzunehmen, zu erkennen, sie als innere Stimme, Instinkt oder Bauchgefühl erstmal anzuerkennen und dann wieder zu lernen, darauf zu vertrauen. Weil deine innere Stimme, dein Instinkt, die wird dir immer genau den richtigen Weg für dich leiten, wenn du darauf lernst, wieder zu hören. Also, um es zusammenzufassen, versuch nicht krampfhaft irgendwie deine Berufung direkt zu finden, sondern lass dich viel mehr von deiner Berufung finden. Probier Sachen aus, die dir Spaß machen. Frag dich erstmal, was dir diese Freude bringt. Dann frag dich, wie du Menschen damit helfen kannst. Wie du einen positiven Impact auf das Leben einer anderen Person haben kannst mit der Sache, mit deiner Leidenschaft, die du liebst, die du richtig gerne machst. Und dann wird dich deine Berufung quasi von selbst finden, weil du nämlich auf diesem Weg quasi deine Berufung schon lebst. Und darum geht's. Auch hier wieder der Tipp: mach's einfach. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir das hier sehr, sehr gerne mal in die Kommentare oder melde dich auch gerne bei Instagram. Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren mit mir oder auch mit dir. Ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich, dass du mir und dir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Heute die Zeit hier mit mir verbracht hast und wenn du noch kein Teil hier des Channels bist, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, möchte ich dich wirklich von Herzen dazu einladen, den Kanal hier zu abonnieren. Wenn du diese Glocke aktivierst, dann verpasst du keine weiteren Videos, ja, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online ist. Kannst du auch sehr, sehr gerne tun, indem wir hier uns zusammen gegenseitig supporten, können wir weiter wachsen. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass du hier bist und immer einen neuen Fragen-Freitag-Input gerne dalassen in den Kommentaren. Wir sehen uns allerspätestens nächste Woche Freitag um 11:11 Uhr zu einer neuen Folge Fragen-Freitag. Ganz viel Energie für dich. Du bist ein wundervoller Mensch. Dein Niklas. Ciao.